Hallo, ich habe heute ein kurzes Erklärungsvideo für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ich diesen Keilrahmen hier mit einer Leinwand bespannt habe. Ich rolle die Leinwand erstmal aus, dann lege ich den Keilrahmen da rein, schneide mir den aus ungefähr 10 cm an jedem Rand. Dann habe ich nämlich genug Umschlagsfläche. Hier ist jetzt auch die grundierte Seite der Leinwand oben. Das heißt, ich muss die Leinwand nochmal einmal umdrehen, also auf links drehen sozusagen. Ich baue übrigens auch die Keilrahmen selber auf. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss die nur ineinander stecken und halt richtig ausrichten. Ich habe hier jetzt auch meinen Handtacker und fange erstmal an, mittig zu tackern. Ich mache immer erstmal jede Seite mittig und dann tackere ich erst den Rest. So kann ich halt sicher gehen, dass das Ganze auch wirklich straff ist am Ende. Hier sollte man ein großes Augenmerk darauf legen, dass die Seiten wirklich straff sind. Es muss in der Mitte dann so eine Art Diamant entstehen, also von der Form her auf der Leinwand. Und dann kann man sich von innen nach außen arbeiten. Bevor ich hier wieder anfange, von innen nach außen zu tackern, ziehe ich erstmal nochmal alles über die Kante straff. Ganz wichtig, damit es am Ende nicht so labbrig ist. Jetzt habe ich die rechte Seite zu Ende getackert und lasse das alles auch nochmal so offen, also einfach umgeschlagen. Wie ich das mit den Ecken mache, das zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal im Detail. Ich mache auch immer erstmal die gegenüberliegende Seite von der, die ich gerade getackert habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dadurch immer noch straffer wird. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, denke ich. Die überschüssige Leinwand muss auf jeden Fall noch abgeschnitten werden vorher, bevor ich die anderen Seiten mache und auch bevor ich die Ecken mache. Bei den Ecken muss man auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, dass man die auch wirklich straff um die Ecke herum bekommt. Deswegen habe ich das Ganze hier auch wirklich in Slow Motion nochmal gezeigt. Als nächstes wird dann diese Seite auch erstmal rechts getackert und dann links. Und das Umgeklappte lasse ich auch erstmal so. Ich muss nämlich erst die Leinwand abschneiden, bevor ich den Rest tackern kann. Das sind jetzt hier auch schon die letzten Schritte. Ich schneide einfach die überschüssige Leinwand ab, damit die dann halbwegs bündig mit den Leisten ist.
dann mache ich meistens am Ende nochmal 1 bis 2 zusätzliche Tackerklammern da rein, damit das Ganze auch wirklich richtig fest sitzt. Und es ist fertig, bereit bemalt zu werden. Wie ihr seht, ist es überhaupt nicht schwer. Man muss sich, glaube ich, einfach nur dran gewöhnen und irgendwann hat man eine Routine da drin. Auf jeden Fall ist es wesentlich günstiger, als fertige Leinwände zu kaufen und ich kann es euch nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.